Ihr Lieben, manchmal fragen wir uns, warum viele Menschen völlig verschieden sehen und fühlen. Sie sehen nicht, was du siehst, sie fühlen nicht, was du fühlst, sind scheinbar gar nicht so sensibel gegenüber all den turbulenten Energien, die auf uns wirken und uns oft ziemlich durcheinander wirbeln. Sie scheinen nichts zu spüren von all den Veränderungen und machen einfach weiter wie bisher. Ja, es sind die Welten, die sich jetzt immer mehr sicht- und fühlbar trennen, die unterschiedlichen Dimensionen des Bewusstseins, in denen die Menschen sich befinden, schwingen. Und auch der Grund, warum wir so viele nicht mehr verstehen können in ihrem Handeln und Denken und sie uns auch nicht. Und dass jetzt so viele vorher gemeinsame Wege auseinanderdriften. Immer mehr geht es jetzt um das wahre Menschsein, um die Rückkehr zu unserem Ursprung, um die Verbindung mit unserer Seelenessenz und den höheren Dimensionen. Und hier erleben wir gerade einen so intensiven Bewusstseinssprung, der so vieles jetzt regelrecht aufbrechen, bewusst werden lässt, auch und vor allem im Miteinander. Und das geschieht jetzt mit den sehr hohen Energien und den Portalen, die sich mehr und mehr öffnen, immer schneller. Nichts kann mehr verdrängt, nicht gesehen, nicht gefühlt werden, was sich ansonsten nun immer stärker über unser körperliches und mentales Befinden seinen Ausdruck sucht, als auch die Notwendigkeit des Loslassens, die sich nun immer mehr bemerkbar macht. Denn wir spüren immer deutlicher, was uns ganz und gar nicht mehr gut tut. Ja, es geht um das Echtsein und es wird fast unmöglich werden, uns selbst und andere zu belügen. Klarheit und Wahrhaftigkeit werden unumgänglich in uns und im Miteinander. Und viele werden überrascht sein, wie sich das nun immer eindeutiger zeigt und hervorbricht. Denn es gibt noch sehr viele, die noch im 3D-Bewusstseinsfeld schwingen oder darin gefangen sind, die an der alten Welt festhalten und oft auch nicht wahrnehmen wollen, sich vor all dem verschließen, ja auch aus Angst, aus Selbstschutz, an den alten Sichtweisen und Glaubensmustern festhalten, an dem, was ihnen erzählt wurde und wird. Sie haben das Fühlen scheinbar verloren, auch im Zusammenhang mit manipulativen Einflüssen von außen übrigens. Scheinbar verlernt, viel zu lange unterdrückt diese Anbindung zu uns selbst, unseren höheren Sinnen, die zum Ursprung des Menschseins gehören. Die innere Weisheit, die uns seit jeher im tiefsten Inneren mit allem um uns herum verbindet. Und dann gibt es die, die noch mittendrin sind oder dazwischen hängen in dieser Bewusstseinsentwicklung, die zwar fühlen, aber noch zweifeln und negieren, weil sie sich doch oft lieber auf den altgewohnten Verstand berufen, der ihnen Sicherheit suggeriert, ohne zu erkennen, zu wissen, dass auch dieser von unzähligen Manipulationen geprägt und gesteuert ist, wie auch die Emotionen, die jetzt überall um uns herum immer mehr überschießen. Ja, die Masken halten nicht. Jedoch sind es auch die, die leise anfangen zu hinterfragen, was sie bislang einfach hingenommen haben.
Doch das alte Ego und gewohntes Sein loszulassen, heißt auch, sich auf etwas völlig Neues einzulassen und vor allem zu lernen, sich selbst zu vertrauen und zu fühlen, was wahrhaft ist. Und manchmal ist es eben leichter, einer Lüge zu glauben, als einer Wahrheit, die auch wehtun kann, ungeschönt in die Augen zu schauen. Noch niemals lag die Wahrheit so offensichtlich vor uns wie jetzt. Und sie zeigt sich auch Ihnen nun immer deutlicher auf die ein oder andere Weise. Aber wir können nur sehen, was wir auch verstehen wollen und nicht umgekehrt. Und nur, wenn wir auch zulassen, dass wir unser Denken verändern können, werden sich uns die neuen Möglichkeiten und Realitäten eröffnen, die uns bislang verborgen blieben. Wenn wir endlich verstehen, dass alles Energie ist und dass das, was wir anfassen können, nur der kleinste Teil von allem, was unsere materiellen Werte, die bislang das Wichtigste waren und die nun immer mehr zu bröckeln beginnen, in den Hintergrund rücken lässt. Oh ja, es geht um völlig neue Wertigkeiten in einer neuen Welt. Und dann gibt es die, die bereits im 5D-Bewusstsein und weit darüber hinaus angekommen sind, was keinerlei Wertung darstellen soll oder sich über andere zu stellen, zu erheben. Denn hier geht es um die Liebe und die Verbindung mit allem. Und nein, es ist ganz und gar nicht leicht, sich wie ein Alien zu fühlen in dieser immer künstlicher werdenden alten Welt, wo so viele nicht mal merken, dass die Gleichschaltung und das programmierte Denken sie gefangen hält. Nein, es ist nicht leicht, die Wahrheit zu sehen, ja, so viel zu fühlen, wahrzunehmen hier und aus den anderen Dimensionen und auch Mutter Erde immer deutlicher zu spüren, zu hören, all die negativen Energien, das zunehmende Chaos, die Ungleichgewichte in dieser Welt, was genauso Angst machen kann, das Herz, das eindeutig spricht, das Ziehen und Zerren zwischen Dunkelheit und Licht. Doch dieses Bewusstsein lässt sich nicht mehr ausschalten. Das innere Wissen um unser wahres Sein, unsere Essenz und die Verbindung mit allem. Die hohe Sensibilität, die unser normaler Zustand ist, die Sprache unserer Seele, unser Fühlen, das allein uns führt in dieser neuen Zeit. Und so vieles ist nicht mehr wichtig, weil wir verstanden haben, dass wir nichts festhalten können und dass alles kommt, wie es kommen soll, im Einklang mit dem Universum. Oh nein, es gibt kein Zurück und so viele sind bereits in diesen höheren Bewusstseinsdimensionen angekommen, ohne es zu wissen oder erklären zu können. Fühle und du weißt. Das ist die emotionale Intelligenz, die Intuition, das Hellwissen der neuen Zeit, die keine hinterherhinkenden wissenschaftlichen Erklärungen oder sogenannte Experten braucht. So oft wir vielleicht belächelt werden zu unserem Sehen und Fühlen dessen, was anderen noch oder für immer verborgen bleibt, weil es ihr Weg ist. Belächelt für unser Wahrnehmen all dessen, was ist und sein wird, für unser Vertrauen in die Kraft der Schöpfung, unser Vertrauen in die Natur. Nein, es gibt kein Zurück aus diesem einmal erwachten Zustand.
Und es sind auch die Sternengeschwister und Seelengefährten, die sich uns jetzt immer mehr zeigen, um gemeinsam zu gehen, uns zu sehen, zu unterstützen. Denn der Wandel ist nicht mehr aufzuhalten. Das Alte endet und das spüren wir bewusst oder unbewusst alle. Mutter Erde ist dabei, sich zu befreien, neu zu gebären. Und wir sind ihre Kinder. Das ist es, was uns erfüllt und lächeln lässt, egal wie turbulent es auch um uns herum ist. Wir sind verbunden und bereit für das Neue. Und damit sende ich alles Liebe zu euch, eure Silvia.